Eine Uni ist ja im Prinzip wie ein Starten und Kleiden sozusagen. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit einem Betriebsrat. Also man setzt schon sehr viel Freizeit da rein. So nach 3 Jahren jetzt in der studentischen Selbstverwaltung, in der ich mich dort engagiere, ist es so, dass ich jetzt doch einen relativ guten Überblick habe. Natürlich trinken wir auch ab und zu. Ja, saufen tun wir auch. Das ist eine Wahl und man sollte seine eigene Meinung immer vertreten. Hi, ich bin Pauline Putzke und ich bin im FSR Architektur und Landschaftsarchitektur. Mein Name ist Alexander Ulrich und ich bin im Fachschaftsrat Verkehrswissenschaften Friedrich List. Ich bin Alexandra und ich bin im FSR Phil. Ich bin Pia und ich bin Sprecherin im Physik-FSR. Ich bin Casey und ich bin im FSR Informatik. Mein Name ist Fabian Schwarz und ich bin im FSR für Mathematik. Mein Name ist Fabian Ammer und ich bin im FSR Geowissenschaften. Stura Senat und FSR. Siehst du eigentlich durch in der Hochschulpolitik? Nein. Anfangs irgendwie so gar nicht. Ich kam im FSR rein und war so, okay, ja, ich will einfach helfen, dass unsere Studis nicht mehr so viel Geld für Pläne zahlen müssen. Ja, also so nach 3 Jahren jetzt in der studentischen Selbstverwaltung, in der ich mich dort engagiere, ist es so, dass ich jetzt doch einen relativ guten Überblick habe, was wo ungefähr hingehört. Dafür sind ja die Leute aus der Alt-FSR-Gruppe dann da, um einem zu sagen, okay, was ist der Senat, wo ist die Stura-Sitzung, was sind die FSR-Sitzungen und so weiter. Also mittlerweile ja. Ist Hochschulpolitik überhaupt echte Politik? Naja, es ist schon echte Politik in der Hinsicht, vor allem das, was dann im Senat so abgeht und was die Leute dort so diskutieren, vor allem im Rektorat, so von dem, was ich auch mitbekomme. Auf jeden Fall ist das echte Politik. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit einem Betriebsrat in irgendwelchen Berufen oder mit der Schülervertretung in der Schule. Eine Uni ist ja im Prinzip wie ein Starten und Kleiden sozusagen. Deswegen heißt sie auch Unipolitik. Ich meine, wir sind ja im Hochschulgesetz verankert und damit auch haben wir eine Legitimation, richtige Politik zu machen. Naja, wenn man jetzt zum Beispiel das Hochschulgesetz ansieht, was ja in der Kritik steht aus verständlichen Gründen, würde ich doch schon sehen, dass es auch echte Politik ist, auch weil das ja den Leben der Studierenden und anderen beeinflusst. Was motiviert dich zusätzlich zum Studium, Verantwortung zu übernehmen? Hast du nicht genug zu tun? Also als Architekturstudent eigentlich ja, hat man genug zu tun. Aber ich habe mich, wie gesagt, schon dafür einsetzen wollen, dass wir Studenten nicht so super viel Geld zahlen. Weil bei uns Architekten das schon öfters mal passiert und auch bei den Landschaftsarchitekten, dass wir für Zwischenpräsentationspläne so um die 180 € zahlen. Und das fand ich eigentlich nicht so cool, weil das für einen Student ganz schön viel ist. Bin dann da reingekommen und habe gemerkt, okay, cool, ich kann mich eigentlich für noch viel, viel mehr einsetzen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich bin der Meinung, dass besonders in der Mathematik so eine Connection zwischen anderen Studierenden und einem selbst immer sehr wichtig ist, auch zwischen Professoren. Ich möchte die Studis in meinem Jahrgang und auch im generellen Physikstudium unterstützen, dass deren Studium noch besser wird. Und ich möchte natürlich auch coole Veranstaltungen haben. Aber du machst das doch nur, um länger BAföG zu bekommen, oder? Ich bekomme leider gar kein BAföG, deswegen nein. Ich bekomme immer BAföG. Ich kriege leider gar keinen BAföG. Ich bekomme kein BAföG. Ich selbst beziehe gar kein BAföG, deswegen ist die Frage eigentlich in der Hinsicht hinfällig. Aber ich kenne bei mir auch viele andere Leute im FSR, die das nicht nur wegen des BAföGs machen, weil es im Endeffekt auch viel darum geht, was studentisches Engagement so sein kann. Ja, es ist auf jeden Fall so eine Grundfeste, dass man weiß, wenn man jetzt wirklich länger brauchen sollte, ob es jetzt durchs Ehrenamt ist oder nicht, dass man einfach die Möglichkeit hat, durch die Gremiensemester zu sagen, ey, ich bekomme länger BAföG, ich kann länger studieren, Regelstudienzeit, das ist schon auch auf jeden Fall ein Punkt, der vielleicht auch eine Motivation darstellt. Warst du in der Schule schon Klassensprecherin? Tatsächlich, ja. Ja. Nein. Nein. Nein, aber ich war Stellvertreterin. Ich war tatsächlich schon Klassensprecher, aber in der 6. oder 7. Klasse, soweit ich weiß. Ich war Klassensprecherin und dann die letzten 2 Jahre auch Schulsprecherin. Willst du nach dem Studium weiterhin politisch aktiv sein? Wahrscheinlich ja. Ja, ich glaube schon. Definitiv. Nein, also bei der derzeitigen Situation und diesem vielen Schubladen schieben und denken, nee, lieber nicht. Ich glaube, politisch aktiv ist dann nicht so für mich. Ich könnte mir aber eher vorstellen, nochmal in irgendein Ehrenamt zu gehen, wo man jetzt aber nicht so viel mit Politik zu tun hat. Nicht, weil mir das hier keinen Spaß gemacht hat, sondern weil ich denke, dass das für mich eher was wäre. Aber ich kenne durchaus Leute, die danach sagen, ja, sie würden politisch sich durchaus noch weiter engagieren. Was macht ihr am FSR eigentlich die ganze Zeit? Versauft ihr nur Unigelder oder seid ihr auch mal produktiv? Also natürlich trinken wir auch ab und zu. Und ich finde, das haben wir aber auch verdient, denn wir machen ja häufig auch Überstunden. Ja, saufen tun wir auch, aber wir sind auch produktiv, jede Woche Sitzungen und tolle Veranstaltungen planen. Also ich vertrete ja wahrscheinlich das klassische FSR-Informatik-Klischee und mache gar nicht so wirklich Party. Wir versaufen tatsächlich nichts von
unserem Geld. Aber wir sind durchaus auch produktiv. Also wenn man sich die ein oder andere Sitzung am Montagabend, die wir da so haben, anschauen, kann man da schon sagen, dass da jetzt nicht nur getrunken wird. Natürlich fließt hin und wieder mal das ein oder andere Bier, aber wir sind auch nur Studis. Wie dankbar ist eure Aufgabe? Unterschiedlich. Also die wenigsten kennen uns überhaupt und wir würden uns natürlich sehr über sehr viel mehr Präsenz freuen. Ach, wie dankbar. Es gibt schon hin und wieder dann die Stimmen von den Studis, die dann hin und wieder vorbeikommen und sagen, habt ihr echt cool gemacht, die Veranstaltung hat echt Spaß gemacht. Wirklich Geld bekommen wir ja nicht für das, was wir tun, aber die Gremiensemester sind eine Art von Dankbarkeit, die wir von der Uni bekommen. Also man setzt schon sehr viel Freizeit da rein und manchmal denkt man sich so, boah, warum eigentlich? Wir machen uns hier wochenlang Gedanken über Dinge, die am Ende dann nicht passieren. Aber man merkt schon, dass es von den Studis eigentlich immer gutes Feedback gibt und auch die Professoren eigentlich sehr froh darüber sind, dass wir vieles in die Hand nehmen und auch Dinge klären zwischen Studis und Profs. Und von daher würde ich sagen, dass wir eigentlich schon so eine gewisse Dankbarkeit auch zurückbekommen. Und es macht auch Spaß zu sehen, wenn man jemandem geholfen hat und er dann richtig glücklich ist. Welche Zeit der Legislaturperiode ist die anstrengendste? Ich glaube, da stimmen alle zu, dass es die erste Woche ist. Die ESE-Woche zu organisieren. Die großen ESE-Wochen. Die erste Woche. Die erste Woche. Man muss jeden Tag irgendwo da sein, mitorganisieren, mithelfen, helfende Menschen engagieren. Das ist sehr stressig. Warum sollten alle Studierenden an der FSR-Wahl teilnehmen? Weil es wichtig ist, dass du dir aussuchst, welche Studis dich in Gremien, Plena und Co. unterstützen sollen. Das ist quasi so wie in der echten Politik, wo man sich auch für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung ausspricht. Man sollte seine eigene Meinung immer vertreten. Wenn man nicht zur Uniwahl geht, dann verliert man einfach eine Menge Rechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten, die zum Beispiel über den FSR gegeben sind. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe der Sitzgelegenheit gefallen. Hier findet ihr das Video zur Betriebsfeuerwehr der TU Dresden und hier ein weiteres Video unseres Kanals. Wie immer, liken und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.